Ich habe Leute hier aus Iran, Syrien, Bangladesch, Indien, so viele Länder kennengelernt. Ich bin Adrian, ich bin 33 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus São Paulo, Brasilien und ich arbeite jetzt hier in Deutschland als IT-Projektmanager. Ich habe mich entschieden, nach Deutschland umzuziehen, weil ich wollte in einem Land wohnen, wo ich eine gute Lebensqualität habe und auch, weil ich eine Verbindung zu Deutschen habe. Meine Großeltern kamen ursprünglich aus Deutschland und sind nach Brasilien ausgewandert. Eine Verbindung zur deutschen Sprache hat Adrian durch seine Familie. Ich bin zur deutschen Schule gegangen, da habe ich Deutsch gelernt, nicht zu Hause, aber in der Schule. Meine Mutter hat überhaupt kein Deutsch gesprochen, sie war Brasilianerin. Und als ich in der Uni war, habe ich mich entschieden, einen Austausch hier in Europa zu machen. Und dann habe ich ein Praktikum 2009 in Düsseldorf gemacht. Der Brasilianer lernt in seiner Zeit als Praktikant viel vom Rheinland kennen und lieben. Ich habe da gearbeitet in Düsseldorf, aber war immer in Köln unterwegs. Ich musste dann nachher zurück nach Brasilien gehen, um mein Studium da zu beenden. Das habe ich gemacht. Aber ich hatte immer noch der Wunsch, zurück nach Deutschland zu kommen. Und ich habe ein bisschen überlegt, okay, Deutschland, aber wohin? Ne? Und da ich schwul bin, habe ich gedacht, Köln wäre eine tolle Stadt. Es ist eine sehr offene Stadt. Und die Rheinländer im Allgemeinen sind sehr, sehr, sehr offen, würde ich sagen. Köln ist die viertgrößte Stadt Deutschlands, mit mehr als 1 Million Einwohnern. Und doch ist sie beschaulich und grün. Ich kann viele Sachen im Alltag machen, was ich in Brasilien oder in São Paulo nicht machen konnte. Also ich benutze zum Beispiel das Fahrrad jeden Tag als mein Verkehrsmittel, das mache ich super gerne. Ich bin in Köln angekommen, ich kannte keine Person, ich wollte neue Leute kennenlernen und mich ein bisschen so integrieren. Und dann habe ich recherchiert, was es für schwule Vereine und Aktivitäten hier in Köln gibt. Es ist bekannt, dass es eine schwule Stadt ist. Habe ich als erstens Rubicon entdeckt. Das ist ein Verein, wo viele Aktivitäten und Projekte mit dieser Thematik entwickelt werden. Es gibt Beratung, es gibt viele Aktivitäten. Und ja, hier in Rubicon gibt es auch diese Gruppe Baraka. Es ist eine Gruppe für LGBTs mit Migrationshintergrund. Und sie treffen sich so einmal in der Woche. Und dann habe ich gedacht, ich komme einfach einmal und gucke, wie das ist. Ne? Und ja, da kann ich auch andere Leute kennenlernen, die auch queer sind, die auch schwul sind und ja, vielleicht neue Freundschaften schließen. Also nur Mut. Vernetzt euch und werdet aktiv. Es lohnt sich. Die Treffen waren einmal in der Woche, immer Freitag, so von 18 bis 10 Uhr. Ich habe damals noch studiert und am Freitag, am Ende des Tages, ich wusste schon, dass ich etwas zu tun hatte. Also, das ist immer gut, wenn du weißt, okay, es ist Wochenende, ich kann schon mit einer Aktivität am Freitagabend anfangen und ja, wir haben Filme geguckt, wir haben gekocht und ich finde interessant, mit den Leuten zu reden und ein bisschen zu erfahren, wie ist es in anderen Kulturen. Und es gibt Leute hier, die kommen aus Iran, die kommen aus Syrien, also es sind Länder, ich kannte schon in der Landkarte natürlich, aber wenn du mit diesen Leuten redest und warum bist du hier und was, so wie ist das queere Leben zum Beispiel in Iran. Ne? Und für mich ist es immer ein toller Austausch. Adrian, gibt es etwas, was du queeren Menschen empfehlen würdest, die nach Deutschland kommen? Vor allem in einer Großstadt sein. Auch hier in Köln, es gibt viele Deutsche, die hier wohnen, queere Deutsche, die kommen aus einem Dorf oder sie kommen aus Kleinstädten und sie wollen unbedingt entweder nach Hamburg, Berlin, Köln umziehen, weil das Leben in diesen Großstädten offener ist und es leichter ist, schwul zu sein. Für mich war es wichtig, Gruppen zu finden, wo Leute gibt, mit denen ich mich identifiziere und wo ich vielleicht neue Freunde machen kann. Mehr von Adrian erfahrt ihr in diesem Video. Und wir haben noch viele weitere spannende Filme für euch.